Also das Platzertal wird zum einen durch das Gewässer hier im Tal selber geflutet. Das reicht aber der TIWAG alleine nicht. Dafür nehmen sie 80% vom Abfluss der Gurgler Venter Ache dazu. Die befindet sich aber ca. 20 Kilometer Luftlinie von hier. Das heißt, das Wasser wird durch unterirdisch extra dafür gebohrte Stollen hier reingeleitet, um das Tal damit zu fluten. Nur wenige kennen das Platzertal, ein Hochtal auf 2200 Metern Höhe zwischen Kaunertal und dem Paznauntal. Über knapp 4 Kilometer Länge erstreckt sich nahezu unberührte Natur. Nur einzelne Bergbegeisterte verirren sich hier herauf. Der Anstieg zur Platzeralm dauert lange und oben im Platzertal gibt es keine Hütten, um zu übernachten. Die umliegenden Gipfelziele sind zudem alle sehr anspruchsvoll. Still und ursprünglich stellt das Platzertal gerade deshalb einen besonders wichtigen Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten dar. Der Talboden ist mit 6,3 Hektar Mooren bedeckt. Das ist eine Fläche von fast 9 Fußballfeldern. Sie bieten vielen Insekten, Pflanzen und Amphibien einen einzigartigen Lebensraum. Diese Organismen sind enorm wichtig für unsere Ökosysteme. Moore speichern außerdem effektiv und dauerhaft CO2 aus der Atmosphäre ein. Nun will die Tiroler Wasserkraft AG das bestehende Wasserkraftwerk im Kaunertal weiter ausbauen. Dazu soll ein neuer Speichersee im Platzertal mit einem 120 Meter hohen und 450 Meter breiten Staudamm gebaut werden. Dieser neue Speichersee soll dann 42 Millionen Kubikmeter Wasser fassen. Der Stausee im Platzertal soll aber nicht allein durch den dort natürlich meandernden Platzerbach gefüllt werden. Im Ötztal sollen bis zu 80% des Wassers der Venter und der Gurgler Ache abgeleitet werden, das dann in den Gebhardt-Speicher und von dort in den Platzertalspeicher gepumpt wird. Venter und Gurgler Ache speisen die reißende Ötztaler Ache, die dann wesentlich weniger Wasser führen würde. Auch von Königsbach und Verwallbach soll das Wasser abgeleitet werden. Also die Venter Ache soll jetzt wenige 100 Meter hinter dieser Flusskehre hinter uns abgeleitet werden in ein Pumpspeicherkraftwerk im Platzertal. Das passiert aber mit einer Aufstauung, einem Betonwehr hier in der Venter Ache drin und dann einer unterirdischen Überleitung, wo bis zu 80% vom Wasser für immer dann quasi in ein anderes Tal übergeleitet werden sollen. Genau hier an der Venter Ache soll eine knapp 20 Meter hohe Wasserfassung aus Beton gebaut werden, die das Wasser staut, das dann abgezogen werden soll. Das gleiche soll auch an der Gurgler Ache passieren. Hinter der Fassung ist also Schluss mit dem wilden Fluss und nur noch ein trauriges Rinnsal wird durch das Bachbett fließen. Um das Wasser aus dem über 270 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet an die gewünschten Orte zu transportieren, wird über 20 Kilometer weit durch Berge gebohrt, unter anderem durch die Wildspitze, den zweithöchsten Berg Österreichs. Die aufwendigen und ressourcenintensiven Bauarbeiten machen Lärm und zerstören wertvolle Lebensräume. Und trotzdem werden sie nur der Anfang von noch größeren Problemen. Das Problem ist vor allem der Wasserentzug selbst. Venter und Gurgler Ache, also die beiden Flüsse, die für den neuen Stausee abgeleitet werden sollen, werden in den Sommermonaten zu bis zu 80% mit Wasser aus der Schnee- und Gletscherschmelze versorgt. Und die Prognosen für die Gletscher in den Ötztaler Alpen sind bekannt. In etwa 30 Jahren wird nicht mehr viel von ihnen übrig sein. Und mit dem Gletscherrückgang versiegt auch die verlässliche Wasserversorgung. Nicht nur für das Kraftwerk, sondern auch für Bevölkerung, Landwirtschaft und Industrie vor Ort. Alpenflüsse wie die Venter Ache, Gurgler Ache sind ganz extrem wichtig für die Zukunft, für die Wasserversorgung. Hier fließt jeden Sommer zuverlässig durch die Gletscherschmelze Wasser ins Tal, egal wie trocken, egal wie heiß es unten im Inntal ist. Hier kommt zuverlässig Wasser runter. Die Venter Ache hinter mir hat aktuell gerade sehr viel Wasser, ca. 30 Kubikmeter die Sekunde. Im Mittel, im Sommer hat sie so 12 bis 16 Kubikmeter die Sekunde. Also die Gletscherschmelze oben ist gerade voll im Gang. Der Gletscher wird Mitte des Jahrhunderts weg sein, oben in den Ötztaler Alpen. Und dann hat die Venter Ache im Mittel im Sommer nur noch 4 Kubikmeter Abfluss.
Also von 16 Kubikmeter auf 4 Kubikmeter. Das heißt, die Prognose ist eindeutig, uns wird eine Riesenwasserreserve hier in der Ache fehlen in Zukunft. Also umso unverständlicher ist es für uns, dass jetzt für Pumpspeicherkraftwerke die Fenter Ache zum Beispiel abgeleitet werden soll. Wir haben dann ein großes Nutzungskonflikt, also Wasser geht natürlich zurück, plus wir entnehmen künstlich durch uns Menschen nochmal Wasser und verschärfen den Konflikt doppelt. Das Projekt bedroht auch die Lebensräume in den beanspruchten Bächen und Flüssen. Über 5200 Wasserkraftwerke gibt es in Österreich. In den Ötztaler und Stubaier Alpen sind bereits heute fast alle Flüsse abgeleitet und reguliert. Die Wasserableitungen sorgen dafür, dass sich ein Großteil dieser Flüsse bereits heute in einem schlechten ökologischen Zustand befinden. Unter den wenigen Ausnahmen der ökologisch intakten Flüsse finden sich aktuell noch die Fenter und Gurgler Ache. Durch den Kraftwerksausbau gehen aber auch diese Flüsse als Lebensräume verloren. Denn Speicherkraftwerke lassen oft kurzfristig viel Wasser ab, wenn der Bedarf und der Strompreis am höchsten sind. Dabei entstehen mehrmals täglich Flutwellen, die Millionen von Fischen, Fischlarven und andere Wasserlebewesen pro Jahr töten. Das Besondere an den Alpenflüssen ist ihre Dynamik. Das heißt, die haben stark schwankende Abflüsse. Wenn jetzt, wie jetzt gerade, die Abflüsse sehr hoch sind, dann hört man richtig, wie die Steine im Flussbett poltern. Das heißt, da wird umgelagert, es ist ein dynamischer Prozess, sodass sich dieser Lebensraum immer wieder verändert. Und das ist ganz typisch für diesen Wildfluss und auch ganz wichtig für bestimmte Arten, die dort vorkommen. Ja, es ist schlichtweg grotesk, dass man an der Ammer beispielsweise oder an der oberen Isar viel Geld in die Hand nimmt, um die Flüsse dort zu renaturieren und wieder in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Und hier hat man diesen frei fließenden Fluss noch, einen echten Wildfluss, und den will man jetzt zerstören. Ist der Ausbau von dem Pumpspeicherkraftwerk Kaunertal nicht ein gutes Beispiel für nachhaltige Energie? Keineswegs. Eher im Gegenteil. Das Projekt liefert ein Paradebeispiel, wie vermeintlicher Klimaschutz und Naturschutz sich entgegenstehen, obwohl echter Klimaschutz und Naturschutz auch Hand in Hand gehen können. Und sollten. Die Zerstörung von Natur und Lebensräumen ist bei den Ausbauplänen enorm, zu enorm. Denn der Zeithorizont ist begrenzt. Wird der Ausbau genehmigt, dauert es dennoch Jahrzehnte, bis der Ausbau fertiggestellt ist und das Pumpspeicherkraftwerk zum Einsatz kommt. Jahre, in denen die Gletscher immer weiter abschmelzen. Jahre, in denen immer deutlicher werden wird, dass wir neben der Klimakrise auch eine Biodiversitätskrise zu bewältigen haben. Jahre, in denen naturverträglichere und zeitgemäßere Speichermethoden entwickelt werden müssen. Noch dazu wäre es nicht das erste und einzige Großprojekt der TIWAG in der Region. Weniger als 40 Kilometer entfernt wird gerade das Längental bei Kütai ausgebaggert. Auch dieses Tal war noch nahezu unberührt und bot vielen Tieren und Pflanzen einen einmaligen Lebensraum mit Zirbenwäldern, Heiden, Niedermooren und Riesel- und Quellfluren. Seit 2020 wird an dem dritten Speichersee für das Kraftwerk Sellrhein-Silz nun gearbeitet. Was man der Baustelle im Längental nicht ansieht: Auch für diesen See werden bis zu 80% des Wassers zahlreicher Flüsse und Bäche abgeleitet, darunter vom Fischbach, Schrannbach und Winnebach aus den Seitentälern des Ötztals. Genau wie die Fenter- und Gurgler Ache fließen diese Flüsse in der Ötztaler Ache zusammen. Die Wasserentnahme von 2 unabhängigen Großprojekten summiert sich also auf. Ein reißender, intakter Gebirgsfluss und weltbekannter Wildwasserspot geht so verloren. Klimaschutz ohne Naturschutz, das ergibt natürlich keinen Sinn. Genauso ist es andersrum. Wir brauchen natürlich Klimaschutz, wir brauchen erneuerbare Energien, aber eben mit Rücksicht auf die Natur. Wir müssen die Energiequellen verbessern, aber auch unseren Energiebedarf senken. Viele der Kraftwerke in Österreich sind nicht auf dem aktuellen Stand der Technik. Wir fordern, dass diese erst hinsichtlich Effizienz und Leistung und Fischschutz verbessert werden, anstatt neue Naturräume zu opfern. In ohnehin schon genutzten Gebieten sollten erneuerbare Energien natürlich ausgebaut werden, zum Beispiel auf Dächern oder verbauten Flächen mit Photovoltaikanlagen. Auch die Wasserkraft kann zweifellos eine sinnvolle Energiequelle darstellen, aber eben naturverträglich, zum Beispiel an bestehenden Querbauwerken mit guter Fischdurchgängigkeit. Die letzten unerschlossenen Räume, die letzten frei fließenden Gewässerstrecken müssen erhalten bleiben. Für eine lebenswerte Welt.